Man möchte also ein GFK-Profil, zum Beispiel in einem Schienenfahrzeug, innen oder außen, oder an einem Bus haben. Und das soll natürlich eine tolle Optik haben. Da muss man dann einiges beachten. Das sind dann ja eventuell auch Strukturlacke, die da aufgetragen werden, oder Glattlacke. Die sollen einen ganz besonderen Effekt haben hinterher. Und da muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass das GFK-Profil selber das hergibt. Wenn ich mir die Standardkonstruktionsprofile angucke, dann kann ich auch auf der Oberfläche nach dem Lackieren sehen, dass da irgendwo Glasfasermatten sich eine Durchprintung haben. Die sind dann irgendwo sichtbar. Das will ich natürlich alles bei einem Schienenfahrzeugbauteil nicht haben. Deswegen haben wir da auch wieder eine andere Harzmatrix. Da wird dann Low-Profile-Additiv zugegeben. Und das sorgt dafür, dass beim Aushärten des GFK-Profils, wo ja klassischerweise ein Schrumpfungsprozess stattfindet und dadurch die Matten sichtbarer werden, dass das diesem Schrumpfungsprozess entgegenwirkt und man dadurch schon am GFK-Profil selber, wenn es ausgehärtet ist, eine relativ schöne glatte Oberfläche hat. Wenn man sich diese beiden Teile mal im Vergleich anguckt, dann kann man das auch sehen und fühlen. Jetzt habe ich mein GFK-Profil so gemacht, dass das schon mal eine schöne Oberfläche hat. Dann muss natürlich der Lackierer im Nachgang hingehen, der pattet so ein Profil an. Der sorgt natürlich dafür, dass Styrol, was typischerweise auf dem GFK-Profil vorhanden ist, erstmal runtergewaschen wird, weil Styrol sorgt immer dafür, dass dann ein Lack keine Haftung hat und abplatzen kann, muss also runter. Wird teilweise schon beim Pultrudieren gemacht, aber manchmal ist es auch notwendig, das im Nachgang zu machen. Das ist also mit Aufgabe des Lackierers. Der grundiert das ganze Bauteil dann, so dass man eine schöne geschlossene Oberfläche hat. Und dann kommt hinterher der Lack drüber. Das können 1 oder 2 Schichten sein. Und das kann natürlich ein Glattlack sein, ein Strukturlack, wie auch immer. Und dann ist es bei einem Glattlack auch nicht so ganz unüblich, dass da eventuell noch eine Klarlackschicht draufkommt als Schutzschicht. Ja, Lackieren ist in dem Fall natürlich immer Handarbeit. Man versucht sich da anzunähern über Mustertafeln. Mustertafel hat immer den Nachteil, es ist einfach eine schöne glatte, gerade Fläche. Darauf kann ich alles ganz toll hinkriegen. Das Profil selber hat aber eine Geometrie und der Lackierer muss auch irgendwo ja überall genügend Lackauftrag haben. Das heißt, er muss gucken, wie macht er seinen Schichtaufbau sozusagen, wie kriegt er den Lack auf Kanten. Das führt natürlich dazu, dass man durchaus mal unterschiedliche Schichtstärken hat. Schichtstärken werden typischerweise im Vorfeld mit dem Kunden vereinbart. Im Endeffekt ist es aber kein Problem. Hier ist ja der Lack was Optisches, das ist also kein Korrosionsschutz, weil GFK-Profile rosten ja nun mal nicht. Ich muss nur sicherstellen, dass halt so viel Lack drauf ist, dass es gut aussieht. Und zu wenig Lack, dass es nicht zum Beispiel zu Läufern oder Kochern oder anderen Fehlern irgendwo führt. Ja, wenn man sich überlegt, wo wird es kompliziert, wo sind eventuell auch mal Grenzen, dann sind natürlich Hinterschnitte in Profilen, wo ich einfach mit der Lackierdüse nicht reinkomme oder zu viel Material auftrage. Sowas ist natürlich schwierig. Da muss man sich auch schon beim Design des GFK-Profils ein bisschen überlegen, was mutet man dem Lackierer eventuell hinterher zu. Was immer einfach ist, sind zum Beispiel helle Töne, weiße Töne, graue Töne. Kompliziert wird es wirklich bei schwarz und hochglänzend, weil man da einfach auch sehr viele Fehler deutlich schneller sieht. Hat ja auch immer was damit zu tun. Also im Lackierbereich, klar, es gibt auch Messgeräte, aber einige Sachen kann man einfach nicht messen. Das hat eher was mit Optik zu tun, ob etwas auffällt oder nicht. Und da haben wir es auch durchaus schon gemacht, dass man sagt, komm, wir liefern einen kompletten Satz von Bauteilen, die nebeneinander eingebaut werden und die werden auch in 1 lackiert. Weil wenn man das aus unterschiedlichen Chargen mischt, wo vielleicht unterschiedliche Lackierer dran gearbeitet haben, an unterschiedlichen Tagen, bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, dann können die Chargen untereinander
anders aussehen, weichen nicht großartig ab, aber ein Auge kann sowas eventuell schon wahrnehmen. Und deswegen macht es dann manchmal Sinn, wirklich Sachen setweise zu lackieren und auch setweise einzubauen, damit man wirklich für den Kunden das beste Ergebnis hat. Naja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, wenn wir ein GfK-Profil haben, was lackiert werden soll, wo also im Vorfeld schon klar ist, das ist irgendwo für Busse, Schienenfahrzeuge oder irgendeinen anderen Designbereich, dann kommt dieses Low-Profile-Additiv rein, wie gesagt. Low-Profile-Additiv zieht aber Wasser. Das heißt, in dem Fall muss ich wirklich auch hingehen und dieses Profil hinterher grundieren, lackieren, damit also sichergestellt ist, dass keine Feuchtigkeit in das Profil eindringt und es später eventuell zu Folgeschäden kommt, durch Wasser, was halt durch das Profil durchwandert. Was ist unsere Rolle beim Lackieren? Also die Rolle von TC: Wir lackieren hier ja nicht selber, wir arbeiten hier aber in einer Umgebung mit Lackierern zusammen, die auch schon länger mit uns zusammenarbeiten und wirklich Erfahrung haben in dem, was sie machen. Wenn ein Kunde zu uns ankommt, speziellen Wunsch hat an Lack, an Optik, kommt er typischerweise mit technischen Spezifikationen zu uns und wir testen erstmal an ähnlichen Profilen, kann dieser Lack überhaupt so aufgebracht werden und hält das Ganze entsprechend. Eventuell kann der Lackierer noch Ideen geben, wie man das Ergebnis verbessern kann. Dann wird über Mustertafeln und Muster halt abgestimmt, wie soll das Lackierergebnis aussehen. Dann gibt es eine technische Spezifikation, die wir natürlich abstimmen mit dem Kunden und dem Lackierer und danach wird dann vorgegangen. So, GfK lackieren ist nicht so ganz einfach, wenn man sich mal ganz grob anguckt, wie arbeiten Maler und Lackierer. Dann, Entschuldigung, wenn ich hier was Falsches erzähle, aber aus meiner Sicht sieht es so aus, es gibt praktisch Maler, die sind zuständig für den Bereich Räume, Häuser und Umgebung. Dann gibt es Autolackierer, die sind zuständig für alles, was am Fahrzeug gemacht wird. Und dann gibt es Industrielackierer. Und jeder hat so seine speziellen Anforderungen und Arten, sowas umzusetzen. Eine Industrielackierung ist in meiner Sicht was halt auch noch günstiger ist als eine Autolackierung, weil bei einer Autolackierung kann ich zum Beispiel hinterher auch hingehen, ich kann das Ganze polieren, aufarbeiten, ausbessern, funktioniert bei einer Industrielackierung oftmals nicht. Und die Industrielackierung ist auch eigentlich günstiger als eine Autolackierung. Nichtsdestotrotz gibt es da auch gewaltige Anforderungen an den Zustand des Bauteils, wenn es fertig ist. In Problemfällen, die durchaus mal vorkommen können, weil ich habe ja zum Beispiel die Situation, dass Kocher auftreten können. Das heißt, es sind so kleine Bläschen im GfK-Profil, die einfach beim Lackieren entstehen aufgrund des Untergrundes oder kleine Pickel oder Einschlüsse. Ja, das sind oder Läufer, wenn zum Beispiel zu viel Lack aufgetragen wurde. Das sind natürlich alles Sachen, da muss der Lackierer erstmal eben für genau dieses Profil seine Erfahrungen sammeln, gucken, wie mache ich das am besten. Das wird dann auch in Anleitungen festgehalten, sodass es auch reproduzierbar ist. Was man nicht vergessen darf, es ist ein Handwerk. Die Mengen sind halt nicht groß genug, um das irgendwo industriell zu lackieren. Wenn wir mal überlegen an Speziallacke, was fällt uns da ein? Also wir haben ja schon einige Sachen lackiert, gerade im Fahrzeugbereich. Etwas, was mir immer besonders wieder in den Kopf kommt, sind die Türgriffe der Firma Kochlöffel. Kochlöffel ist Systemgastronomie. Es gibt ein paar Filialen, wo ein GfK-Kochlöffel-Türgriff gebaut wurde, in türkisgrün. Und das Problem, was man hat, oder die Anforderungen, die man hat, ist, da gehen jeden Tag Hunderte, Tausende von Leuten in den Laden rein und raus. Und jeder packt an den Türgriff und macht ihn auf und zu. Und typischerweise haben Leute irgendwo Ringe oder mal Metallgegenstände in der Hand, die immer in Kontakt kommen mit diesem Türgriff. Da kann man sich überlegen, dass das sehr schnell Abnutzungserscheinungen haben kann. Da haben wir uns natürlich besondere Gedanken gemacht bei der Lackierung dieser Türgriffe. Und da haben wir Experimente gemacht mit unterschiedlichen Klarlacken, die dann da drauf gekommen sind. Und durch einfach einen sehr simplen Test, einfach Sand in die Hand nehmen,
die Lackiermuster in die Hand nehmen, mehrfach scheuern, dass es richtig hart ist und sich dann angucken, wie sehen die Ergebnisse aus. Dadurch haben wir einen Klarlack gefunden, der praktisch für diese Anwendung wirklich sehr gut ist und auch über Jahre hält und der Türgriff immer noch toll aussieht. Wie haltbar sind die Lacke? Ich glaube, bestes Beispiel dafür, das haben wir auch schon in einem anderen Video gezeigt, sind die Talentzüge von der Firma Bombardier, heute Alstom. Da haben wir ein Video zu gemacht, weil diese Züge schon seit mehr als 25 Jahren im Außenbereich sind und fahren. Und die sehen heute noch genauso toll aus wie damals. Es gibt natürlich auch Spezialfälle bei der Lackierung. Also das, was wir mal gemacht haben, und das ist echt untypisch, also im Sonderkonstruktionsbereich, haben wir dann mal eine GFK-Konstruktion lackieren lassen, damit ja, Elektrik praktisch abfließen kann. Das war dann was für einen Eckschutzbereich, wo man dann zusehen musste, dass diese GFK-Profile also garantiert keine statische Aufladung erfahren können. Wenn man sich Lackieren anguckt, man kann ja nicht nur lackieren, man kann auch folieren und pulvern. Folieren haben wir Experimente mitgemacht. Ist nett, wollte bisher noch kein Kunde haben, aber wenn ihr mal Anforderungen habt in dem Bereich, wollen wir uns das gerne noch mal intensiver anschauen. Pulverbeschichtung, die Anforderungen gab es auch schon. Idee einfach damit auch die Kosten runterzubringen. Ansatz ist nett. Bis heute, soweit ich weiß, noch nicht wirklich praktikabel. Wie man das am einfachsten hinkriegen kann, sind natürlich, dass man ein elektrisch leitendes GFK-Profil hat. Das kann man machen, indem man da Metallmaschen reingibt. Ist aber beim Pultrudieren echt kompliziert. Man kann Additive zugeben, die die elektrische Leitung optimieren. Man kann auch hinterher einen Lack auftragen, der praktisch elektrisch leitend ist. Das ist dann die beste Art, sowas zu machen. Die Ergebnisse oder die heutigen guten Ergebnisse, die wir erzielen, werden allerdings typischerweise mit einem Nasslack gemacht. So, wenn man sich mal überlegt, was sind die typischen Fehler, die in einer Serienproduktion beim Lackieren auftauchen. Ja, es kann halt mal passieren, dass da Kratzer drauf kommen, dass vielleicht kleine Kocher drin sind oder auch mal Läufer, die dann irgendwo übersehen wurden. Das ist natürlich was, das wird in unserer Endmontage dann typischerweise wahrgenommen. Dann gibt es eine kurze Info und Absprache mit dem Lackierer, sodass diese Teile nochmal zurückgehen und nachgearbeitet werden. Und ich glaube, die beste Verbesserung, die wir da gemacht haben im Laufe der Jahre, ist, dass wir auch mit dem Lackierer für den Transport zum Lackierer und zurück wirklich eigene Gestelle gebaut haben, so dass die Bauteile sicher darin liegen können. Die liegen dann auf Kunststoffrändern oder Filzrändern auf. Da gibt es ja auch schon entsprechende Videos dafür. Und wir sorgen dann dafür, dass diese Bauteile wirklich nur mit den Gestellen transportiert werden. Und das vermeidet natürlich viele, viele Fehler, die sonst einfach beim Transport entstehen können. Ne? So, der Untergrund für eine Lackierung muss natürlich auch top sein. Wir haben schon GFK-Profile, die ein recht hohes Niveau haben, die also wirklich eine schöne Oberfläche haben von sich aus. Natürlich kann es immer mal passieren, dass da irgendwelche Fehler drin sind. Bei uns ist irgendwo mal was angeditscht, da ist irgendwo vielleicht doch ein kleiner Ausriss in den Profilen drin. Das ist dann was, da geht der Lackierer vorher hin, schaut sich die Bauteile an, spachtelt die auch nochmal, so dass man wirklich eine tolle Oberfläche hat. Das macht er natürlich auch genau da, wo wir zum Beispiel GFK-Profil und 3D-Bauteil miteinander verheiraten. Diese Stellen werden bei uns ja geklebt. Die arbeitet der Lackierer nach, so dass man hinterher wirklich eine tolle Optik hat und das aussieht wie aus einem Guss. Ja, und das ist natürlich auch was, wo der Lackierer sehr dazu beiträgt, dass man GFK-Profile, die vielleicht kleine Macken haben, weiterverwenden kann, statt sie zu verschrotten. Und das ist natürlich auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir haben gerade viel über Handwerk gesprochen, also das Lackieren dieser Bauteile, weil es halt viele unterschiedliche sind, unterschiedliche Längen. Ist zwar immer ein Serienprodukt, aber doch so kleine Stückzahl, dass man es nicht
über Lackierroboter macht, wie man das zum Beispiel beim Auto machen würde. Ja, haben wir schon gesagt, spielt der Mensch eine große Rolle. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist ein Fehler, was nicht. Wenn man sich mal überlegt, jeder von uns hat eine Meinung zu einer lackierten Fläche. Jeder kann sagen, sieht die toll aus, sieht die beschissen aus, hat die vielleicht irgendwelche Fehler und finde ich die toll oder nicht. Hat jeder eine Meinung zu. Wenn ich nach Leuten suche, die mir zum Beispiel eine Radachse annehmen können von einem Schienenfahrzeug, dann wird es deutlich weniger. Also da haben wir vielleicht, lass mal schätzen, 5 bis 10 Leute in Deutschland, die das können. Aber wir haben 85 Millionen Leute, die eine Lackierung beurteilen können. Das an sich ist natürlich auch schon ein Problem. Also braucht man sehr gute Vereinbarungen dafür, welche Qualität bei einer Lackierung ist denn okay und welche nicht. So, und wenn ich zum Beispiel mir eine Taschenlampe nehme und die seitlich hier halte über den Tisch und dann mit der Nase auf das Profil gehe, dann finde ich todsicher irgendwelche Pickelchen, Staubeinschlüsse oder sonst was, die ich bemängeln möchte. Funktioniert aber nicht. Gewisse Einschlüsse sind nun mal immer da, also muss man was vereinbaren. Beste Vereinbarung für uns oder typische Vereinbarung ist eigentlich, dass man sagt, mit 1 Meter Abstand senkrecht auf die Fläche gucken und dann vereinbart man, wie viel Pickelchen darf ich eventuell sehen, wie viel Staubeinschlüsse dürfen drin sein, wie sieht es aus mit Orangenhaut und dass man überhaupt erstmal eine Vereinbarung hat, was wird anerkannt als Fehler und was ist kein Fehler. Also falls ich es gerade noch nicht erwähnt habe, das Licht spielt natürlich auch eine Rolle. Man versucht typischerweise eine Tageslichtsituation herzustellen. Wenn ich da mit einem sehr starken Scheinwerfer drauf leuchte, kann ich logischerweise deutlich mehr Fehlstellen sehen, als wenn ich mir dasselbe Bauteil in einem schlecht beleuchteten Kämmerlein angucke. Im Laufe der Jahre haben wir natürlich viel auch über Lackierungen gelernt. Wir vereinbaren typischerweise Qualitätskataloge mit den Kunden, wo dann genau beschrieben ist, welche Arten von Fehlern gehen nicht, welche sind okay und wo auch die Häufigkeit und eben auch die Testumgebung beschrieben wird. Nichtsdestotrotz lernt man immer auch dazu, gibt immer mal wieder Felder, wo einem vielleicht eine Definition fehlt. Da muss man dann halt wirklich mit dem Kunden eine Abstimmung treffen und sagen, was ist noch okay, was nicht mehr. Man muss natürlich dabei immer im Hinterkopf haben, je komplexer oder je komplizierter man wird, umso teurer wird es eben auch, kann ich mehr Fehler akzeptieren. Dann wird es natürlich irgendwo auch günstiger, weil man deutlich weniger Ausschuss oder Nacharbeit hat. Ja, wenn du dieses Video interessant findest und dir die Informationen gefallen haben und du denkst, das könnte für Kollegen, Freunde, Bekannte passen, dann teil's doch einfach und wir freuen uns dann über noch mehr Zuschauer und Leute, die Interesse an unseren Produkten haben. Wir sehen uns in 4 Wochen auf diesem Kanal wieder.